Griffbrett ist am Anfang so ein Riesenlabyrinth. Keine Ahnung, wo welcher Ton sein soll. Und dann natürlich auch immer mal wieder die Frage, wie lerne ich das denn auswendig? Wie bekomme ich es hin, dass ich schnell die Töne finde, wann ich sie brauche? Ich zeige dir 3 Methoden, wie du dein Griffbrett lernen kannst, und zwar effektiv, schnell und so, dass es auch in der Praxis wirklich gut funktioniert. Für dieses Video ist es wichtig, dass du eigentlich schon so Grundkenntnisse hast über eine Stammtonleiter, Ganztöne, Halbtöne, Vorzeichen. Falls du das noch nicht weißt, dann check mal ein Video von mir. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Da erkläre ich dir dann nochmal ganz genau, was denn Halbtöne sind, was Ganztöne sind, wie die Stammtonleiter denn funktioniert, wie die Töne grundsätzlich heißen. Hier geht es jetzt vor allem darum, dir zu zeigen, wie du das Griffbrett auswendig lernen kannst. Und zwar nicht nur eine Methode, sondern gleich 3, die zum Teil aus der Gedächtnisforschung und der Lernforschung kommen und dir, je nachdem, was für ein Lerntyp du bist, einen Vorschlag machen, wie du das denn für dich am besten in den Griff bekommst, das Griffbrett. Wir starten mal mit einer Methode, ich nenne sie mal die Oldschool-Methode. Kennt jeder aus der Schule noch. Da hat man leider auch immer die Vokabeln oder irgendwelche Formeln oder Zahlen im Geschichtsunterricht nach dem Auswendiglernprinzip gelernt. Deswegen nenne ich das auch die Oldschool-Methode. Du kennst wahrscheinlich auch so Grifftabellen. In meinem Blog findest du da dazu auch passende PDFs zum Runterladen, wo die Töne dann jetzt aufgezeichnet sind auf dem Griffbrett. Mit der Leerseite startend E, F, erster Bund, Fis, zweiter Bund, G, dritter Bund und so weiter. Da hilft es natürlich am Anfang erstmal, so die Zwischentöne, die Halbtöne, die Vorzeichen wegzulassen und das ein bisschen mehr zu begrenzen. Das heißt, wir nehmen mal nur die C-Dur-Tonleiter, starten hier jetzt aber mit dem E, dann kommt als nächster Ton das F auf dem ersten Bund, dann das G auf dem dritten Bund, A fünfter Bund, B auf dem siebten Bund und so weiter, das ganze Griffbrett entlang. Jetzt kannst du das natürlich genauso lernen. Seite für Seite, Bund für Bund. Wichtig dabei ist vor allem, dass du, wenn du den Ton spielst, ihn dir auch laut vorsagst. Das Gehirn funktioniert tatsächlich dann besser, wenn man so ein paar Sinneseindrücke miteinander verbindet. Das eine ist das Griffbrett anschauen, das Sehen. Das zweite ist tatsächlich das Spielen dann, also das Draufdrücken und Anspielen von dem Ton. Und das dritte ist das dazu sagen. F. So verbinde ich unterschiedliche Sinneswahrnehmungen und mein Gehirn kann das dann besser abspeichern. Wenn du das hast auf der E-Seite, machst du genau das gleiche auf der A-Seite. Hast du dann A ist die Leerseite, B ist zweiter Bund, C ist der dritte Bund, D ist der fünfte Bund und so weiter. Auch da wieder dran denken, sprich das laut aus beim Spielen D. Und schau dir das vielleicht auf der Grifftabelle oder natürlich direkt auf deinem Bassgriffbrett an. Das Verbinden von dem Sehen und Drücken und Spielen ist auch ein wichtiger Faktor, um das abzuspeichern im Gehirn. So machst du dann alle Seiten nacheinander durch. Als nächstes kommen dann die Halbtöne dazwischen. Das heißt, vom F ein Halbton hoch, bist du dann beim Fis, zweiter Bund, G, Gis oder natürlich in harmonischer Verwechslung G ein Halbton tiefer, ein Ges. Auch da, wenn du jetzt nicht weißt, was das bedeutet, schau dir das Video von mir an, wo ich das alles nochmal ganz genau erkläre mit den Halbtönen, Vorzeichen und was eine inharmonische Verwechslung ist. Link ist unten. Jetzt hast du ganz, ganz viele Töne auf deinem Griffbrett. Kleiner Tipp noch, es gibt so ein bisschen so ein Shortcut, das nennt sich auch die Oktavregel. Das F hier auf der E-Seite hat die Oktave dazu hier auf der D-Seite. Das heißt, 2 Seiten hoch, 2 Bünde hoch, findest du immer die Oktave, gleicher Name von dem Ton. Hier ist ein F, hier ist ein F. Und so wird es natürlich ein bisschen einfacher mit dem Einprägen. Du musst ja eigentlich immer nur die eine Stelle merken und weißt automatisch, ja, hier ist ja auch die Oktave, das ist der gleiche Ton. Dritter Bund A-Seite ist ein C. Wenn ich da jetzt genau das gleiche mache, wieder
2 Saiten hoch, 2 Bünde hoch, komme ich auch wieder zu dem C. So habe ich automatisch 2 Positionen auf dem Griffbrett, wo die Töne den gleichen Namen haben, finde ich sie auch gleich wieder. Was es auch noch gibt, sind auf dem Griffbrett so die Positionen von den Halbtönen. B, C und E, F sind Halbtöne. Du siehst, hier, das ist eigentlich so eine Art Quadrat. 2., 3. Bund, 2., 3. Bund. Das gleiche hier haben wir natürlich in der Oktave hier auch nochmal. 2., 3. und hier ist es jetzt dieses Muster. Meine Finger gehen einfach weiter. 1, 2, 3, 4. E, F Halbton, B, C Halbton, dann auf der G-Seite. Und die sind auf dem Griffbrett jetzt überall gleich. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, hier ist E, F, dann weiß ich automatisch, hier ist B, C. Oder ich weiß dann auch B, C, E, F. B, C, E, F. Die Positionen sind immer gleich. Also, wie gesagt, das war die Oldschool-Methode. Die Frage ist dabei, ob du das Griffbrett da so schnell und praktikabel lernst, dass auch tatsächlich in einer Proberaumsituation oder bei einer Jam-Session das so schnell funktioniert, wenn dir dann der Gitarrist sagt, wir spielen jetzt E, G, A und dann noch C und dann bist du erstmal, okay, E, überlegen, G oder dieses G und C, A. Da kann es gut sein, dass du mit dem reinen Auswendiglernen vielleicht nicht ganz so weit kommst. Die nächste Methode, die ich dir vorstellen möchte, die kommt jetzt eher aus der Gedächtnisforschung. Du kennst bestimmt so Leute, die sich ganz viele Zahlen rein merken können. Da gibt es so richtige Wettbewerbe und Weltmeister dazu. Und die machen das ganz oft über so ein System, dass sie sich eine Geschichte merken und die Zahlen ersetzen durch irgendwelche Gegenstände. Gleiches Prinzip haben wir hier auch. Wir nehmen für die Leerseiten jetzt Straßennamen. Zum Beispiel die E-Seite könnte die Elisenstraße sein, die A-Seite die Alexanderstraße, die D-Seite die Donaustraße, die G-Seite dann, keine Ahnung, die Goethestraße, irgendwas, was du dir gut merken kannst. Jetzt hast du die Straße für die Leerseite und jetzt nehmen wir Gegenstände für die einzelnen Töne. Wir starten auch hier jetzt wieder mit den aus der Stammtonleiter, mal ohne die Zwischentöne, ohne die Kreuze und Bs. Mein erster Ton auf der E-Seite, erster Bund, ist ein F. Ich sag mal als Gegenstand Fahrrad. Mein nächster Ton aus der Stammtonleiter ist es G, 3. Bund. Wie wäre es mit Gabel? Jetzt habe ich Elisenstraße, Fahrrad, Gabel. Nimm noch einen dazu. Das A, 5. Seite, sag mal Auto. Ja? Also erster Buchstabe von dem Begriff ist der Ton, den ich spiele. Jetzt habe ich Elisenstraße, Fahrrad, Gabel, Auto. Und jetzt überlege ich mir irgendeine Geschichte. Irgendwas, keine Ahnung. Auf der Elisenstraße fahre ich mit meinem Fahrrad über eine Gabel drüber, habe einen Platten und jetzt muss mich meine Freundin mit dem Auto abholen. Jetzt merkst du sofort, Elisenstraße, ich fahre mit dem Fahrrad über eine Gabel, habe einen Platten, meine Freundin muss mich mit dem Auto abholen. Lässt sich viel besser merken, weil man das visualisiert im Kopf. Das Gehirn kann es besser abspeichern als E, F, G, A. Elisenstraße, Fahrrad, Gabel, Auto. E, F, G, A. Das funktioniert meiner Meinung nach dann wirklich gut, wenn es so Stellen auf dem Griffbrett gibt, wo du das Gefühl hast, Mann, ich kann mir das einfach nicht merken, wie denn hier der Ton heißt. Dann versuch das mal mit so Geschichten und Gegenständen, die sich in deinem Gehirn dann viel besser abspeichern lassen mit der Position. Kommen wir zur dritten Methode, die ich dir zeigen möchte. Das ist die eigentlich bei meinen Schülern, habe ich so das Gefühl, am besten funktioniert, die am meisten anwenden und die kommt jetzt so richtig aus der Praxis raus. Hierfür brauchst du irgendeinen Song. Such dir irgendeinen raus, egal ob es ein Lieblingssong von dir ist oder ein Song, den ihr in der Band spielt, besorg dir die Akkorde da dazu. Also einfach danach googeln, irgendwie
Chords, Song, bla bla bla, keine Ahnung. Dann bekommst du so ein Sheet, wo die Akkorde draufstehen, ganz oft ist der Text noch mit unten dran. Da ist jetzt wichtig für dich einfach nur immer der Anfangsbuchstabe von dem Akkordsymbol. Das heißt, wir befassen uns jetzt erstmal nur mit den Grundtönen. In meinem Beispiel nehme ich einfach mal von Whitesnake Ain't No Love in the Heart of the City. Hier ist jetzt mal das Akkorddiagramm da dazu, das Sheet da dazu. Hier haben wir eine eher begrenzte Anzahl an Tönen. Wir haben einen A, wir haben einen Fis. Da jetzt aufpassen, der Akkord ist eigentlich D/Fis, das heißt Fis im Bass. Was haben wir denn noch? Wir haben ein B, ein F und ein C. So, jetzt gehst du als erstes hin und suchst die Töne auf deinem Griffbrett. Erster Ton A, okay, weiß ich. A, Alexanderstraße, ist meine Leerseite. Fis, muss ein Halbton höher sein als ein F, weil ich das Kreuz hier dran habe. Ich weiß, dass mein erster Ton hier das F ist, dann ist das ein Fis. Jetzt habe ich A und Fis. Suche ich mir noch meinen nächsten Ton raus, das wäre jetzt ein D. Entweder die Leerseite nehmen oder ich nehme mal hier 5. Bund A-Seite. So, jetzt habe ich schon mal A, Fis und D. Das sind auch die ersten Akkorde von der Strophe. So gehst du jetzt das komplette Ding durch. Das sind ein paar Töne, die du dir jetzt die Position merken musst. Und jetzt spielst du mal nur Viertelnoten. Immer einen Takt lang. A, Fis, D, A, Fis, D. Merkst, immer dazu sagen den Ton und schau auf dein Griffbrett drauf. Das ist jetzt ganz wichtig, wirklich das mit zu visualisieren, dass du drauf schaust, welche Position habe ich, wie heißt der Ton. Wenn das funktioniert mit allen Tönen, dann nimm dir den Song, such dir einen Backing-Track aus, der keinen Bass drin hat, also wo die Bassspur raus ist. Entweder mit irgendeiner App, Moses, über zum Beispiel Logic kannst du es rausnehmen oder über Tomplay als App, wenn der Song da drauf ist, mach da den Bass raus. Du spielst jetzt nicht die Originalbasslinie, sondern du lernst die Töne auf deinem Griffbrett mit dem Song. Und jetzt spielst du einfach zu dem Song dazu. Lässt den laufen, spielst Vierteltöne oder Halbtöne und sagst dann die Töne, die Tonnamen immer dazu und schaust auf dein Griffbrett. So lernst du jetzt in der Praxis nicht nur den Song, sondern auch die Töne auf dem Griffbrett. Was du hier jetzt noch machen kannst, ist begrenz mal den Bereich auf vielleicht diesen Teil von deinem Griffbrett. Das nennt sich auch der Moneymaker. Warum Moneymaker? Hier spielt sich der Großteil der Basslinien ab, die man so in den Hitparaden-Hits findet, bei Coverbands. Wenn man mit Coverbands spielt, Tanzbands oder sonstigen Standard-Rock-Songs, Pop-Songs spielt, der Großteil der Basslinien sind in diesem Bereich. Deswegen auch der Moneymaker. Da gibt's die besten Gagen. Nicht beim Solieren hier, leider, sondern hier in diesem Bereich. Das sind dann auch die wichtigsten Töne, die du am Anfang zumindest brauchst. Wenn du das jetzt eingrenzt, dann ist es auch noch viel leichter, die Töne zu lernen. Die hier, die kannst du dann Stück für Stück hinzufügen. Hier wiederholt sich's dann da ist es dann gar kein Problem. Aber der Bereich, das ist wirklich das, mit dem du starten solltest. Wenn du das jetzt bei dem Song anwendest und das für mehrere Songs machst, dann bist du ziemlich schnell an dem Punkt, wo du zumindest die wichtigsten Töne ganz, ganz schnell drauf hast und auch schnell abrufen kannst. Je nachdem, was für eine Musikrichtung du spielst, wenn das eher aus dem Rock- und Pop-Bereich rauskommt, dann sind die Tonarten ganz oft C, G, E oder A. Und dadurch sind die Töne, die an den Akkorden und als Grundtöne vorkommen, auch eher aus den Tonarten immer raus. Das heißt, da auch eher beschränkter. Wenn du viel mit Big Bands spielst, Jazz oder mit irgendwie Saxophonisten, Bläsern, dann kommen auch oft Tonarten vor wie F, B-Flat, E-Flat, also B und S. Da sind es dann ein bisschen andere Töne wieder, aber dadurch grenzt du das ein bisschen ein, lernst erstmal die Töne, die du wirklich für die Musik brauchst, die du ständig spielst und nicht
alles, was du eigentlich gar nicht unbedingt immer zur Verfügung haben musst. Okay, das waren jetzt mal 3 Methoden, wie du dein Bassgriffbrett lernen kannst. Welche Methode jetzt für dich gut funktioniert oder ob es am besten eine Mischung ist aus allen 3, das bleibt dir überlassen, je nachdem, was für ein Lerntyp du bist, welche Anforderungen du hast und auch natürlich, welche Art von Musik du spielst. Ein Beispiel-Lernplan, der so über 15 Minuten geht, den findest du in dem passenden Blogbeitrag von mir auf basemeup.de. Schau da einfach mal rein, da wird auch nochmal alles erklärt, was ich dir jetzt so in dem Video gezeigt habe. Da gibt's dann auch zusätzlich noch einen Link zu einem Quiz, einem Online-Quiz, wo du mal testen kannst, wie gut du dein Griffbrett denn schon kannst. Du musst nicht unbedingt einen Bassschlüssel dazu lesen können, sondern es geht auch einfach nur über die Buchstaben. Lohnt sich aber natürlich auch, um den Bassschlüssel dabei zu lernen und die Position auf dem Griffbrett. Also schau da vorbei, basemeup.de. Da findest du natürlich auch ganz viele andere Übungen, kostenlose Tipps zum Basslernen, beziehungsweise wenn du dann noch mehr wissen willst, dann schau mal auf bass-lernen.de. Da gibt's die Online-Kurse von mir zum Basslernen, der Grundkurs, Slap-Basskurs und natürlich auch E-Books, die du dir da kaufen kannst mit vielen praktischen Übungen, die dir helfen, nicht nur das Griffbrett besser zu lernen, sondern auch dein Timing zu verbessern und Tonleitern zu lernen. Ich bin mir sicher, da ist jetzt was dabei gewesen, das auch dir hilft, dein Bassgriffbrett noch besser in den Griff zu bekommen, das Labyrinth quasi zu meistern und dann bei der nächsten Jam-Session auch wirklich parat zu sein, wenn der Gitarrist sagt, hey, wir spielen F, B, Flat, C. Und dann, klar, gar kein Problem. Du weißt, wo die Töne sind, du weißt sogar, wo sie noch woanders sind, über die Oktavregel, über sonstige Tipps und Tricks, die ich dir gerade verraten habe. Viel Spaß damit, bis bald. Ciao, ciao.